Endlich mal ein Kastenwagen nicht in weiß. Er erregt hier die Gemüter, der Amundsen in 6 Meter Länge mit Längsbetten. Und das auf Basis Westfalia. Der Erfinder des Kastenwagens, sagt zumindest der Udo, der schon einige Videos mit mir gedreht hat. Westfalia, das ist so... Das erregt bei den Leuten ziemlich große Gefühle, denn das kennt man schon sehr, sehr lange. Und da, wo Westfalia draufsteht, vermuten viele ein ganz großes Preisschild. Das ist aber nicht immer so. Das ist nicht immer so. Hier beim Amundsen, das ist unser Einsteigermodell, wo wir auch für den etwas schmaleren Geldbeutel was doch ganz Schönes auf die Beine stellen. Ja, der Fiat Ducato ist das optimale Grundfahrzeug für diese Reisemobile. Es ist sehr günstig, es ist unglaublich erprobt, es hat ein ganz tolles Wandlergetriebe mit drin, es hat ein sehr breites Chassis, also das heißt, ich kann richtig schön schlafen. Das wäre jetzt bei den Längsbetten nicht so schlimm. Und man muss sagen, die Qualität, ihr seid ganz begeistert. Also wir können uns nicht beklagen über die Qualität. Ja, es ist ein Kastenwagen, der eigentlich so ein bisschen zweckentfremdet wird, weil er mehr in Richtung, oder wir nehmen ja ein Fahrzeug, was eigentlich für den Paketdienst konzipiert wurde, aber mittlerweile hat Fiat so viele Dinge gemacht, so viele Helferlein eingebaut. Und auch dieses Neungang-Wandler-Automatikgetriebe ist die Wucht. Also das ist wie Pkw-Fahren in Reinkultur. Ja, es schaltet butterweich, es ist ein Wandlergetriebe, also nichts gegen DSG, aber der Vorteil, also jetzt Doppelkupplungsgetriebe, der Vorteil ist, es ist verschleißfrei, gerade jetzt im Anhängebetrieb. Das ist ja auch mit Profis im Einsatz, so ein Getriebe. Es funktioniert, es wird gebaut von ZF, das ist also für die Saarländer, die können da stolz drauf sein. Hier sieht man die Beplankung unten, ist die Serie? Die ist serienmäßig bei dem Fahrzeug, ja. Glaube ich, ganz wichtig. Aber ihr habt so ein eigenes Design aufgesetzt, was dem roten Auto unglaublich gut steht. Rot hat den Vorteil, abends gar nicht so sichtbar wie weiß. Also tagsüber unglaublich sichtbar und abends unsichtbar. Das ist richtig. Und wie du schon sagtest, dieses Rot, das kommt natürlich unserem Design sehr gut zu Pass. Wir haben halt eben das Westfalia-Design, unseren schwarzen durchlaufenden Aufkleber mit der Westfalia-Rose, der wirklich schön mit dem Rot harmoniert. Ja, es ist ganz reduziert, das Westfalia. Wenn man nicht genau hinguckt, dann sieht man es gar nicht. Aber die Rose, die kennt jeder. Die Rose kennt eigentlich jeder. Das ist das Synonym für Westfalia. So, wir machen mal kurz zu, dann gucken wir uns das Heck mal an, wie schön das geworden ist. Wenn du mal gerade so lieb bist, da mal zumachst hinten. Dass wir das Heck mal sehen können, so sieht er denn aus, wenn er dann auch geschlossen ist. Denn auf der Messe ist das Interessante, wir können jetzt hinten gucken, auch da habe ich jetzt matte Folierung drauf, da habt ihr spezielle Leute, die nur folieren, nehme ich an. Da haben wir richtige Fachleute, die diese großen Folien profihaft aufbringen. Ja, was gar nicht so einfach ist, haben wir übrigens im Video gemacht, Folien profimäßig aufziehen. Hier siehst du gar nichts, das erwartet der Kunde auch. Und ja, richtig schön. So, und ich könnte wetten, wir warten jetzt 10 Sekunden, da macht einer die Tür auf, weil alle wollen wissen, wie es da drin ist. Da sind nämlich Längsbetten drin. Das ist unser Modell mit den Längsbetten. Längsbetten sind natürlich sehr gefragt. Weil die Leute gerne längs schlafen. Das ist ein deutsches Phänomen, oder? Das ist ein allgemeines Phänomen, gerade im Campingbereich. Natürlich hat auch das Querbett seine Liebhaber, aber hier habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich schlafe und einer muss nun mal nachts aufstehen und zur Toilette, braucht er nicht über den anderen rüberklettern. Der andere kann in Ruhe weiter schlafen. Ja, man hat auch ein bisschen mehr Platz, das ist so. Es gibt ja unglaublich viele Varianten. Das Längsbett hat auch den Vorteil, ich kann es sehr schön ausführen, kann es sehr lang machen hier. Ich bin nicht bei der Fahrzeugbreite beschränkt. Also auch für ganz lange Personen, die können dann die Beine hinten in die Ecke machen. Das verjüngt sich ein bisschen. Aber es ist schon echt groß, oder? Ja, also das ist eine richtige Liegewiese, auf Deutsch gesagt. Also wer da nicht seinen Platz findet, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Hast du süß gesagt. Jetzt ist kein Fenster hinten drin. Ist das System oder kann ich das bestellen? Das haben wir, um das Fahrzeug auch wirklich so günstig wie möglich für uns anzubieten, haben wir das Fenster hinten nachher weggelassen. Man sieht aber schon die Einbuchtung. Das würde gehen. Das würde gehen. Also der Händler könnte ein Fenster nachrüsten. Konfigurieren quasi. Konfigurieren. Ja, genau. Im Nachgang konfigurieren. Ich zeige mal gerade den Raum. Das ist eine Besonderheit bei euch. Ihr habt eine Dieselheizung? Wir haben überall bei unseren Fahrzeugen Dieselheizung. Warte, ich mache mal gerade ein bisschen heller. Dann können wir es ein bisschen besser sehen. So, ein bisschen mehr aufdrehen. Jetzt ist hell. Ja, jetzt sehen wir es.
Also wir verwenden bei unseren Fahrzeugen überall die Dieselheizung und verzichten dadurch auf einen großen Gaskasten, weil wir kochen nur noch mit Gas und alles andere wird, so wie die Heizung, mit Diesel betrieben. Da ist der Wassertank 100 Liter. 100 Liter Frischwassertank. Genau, es gibt auch einen Abwassertank dabei, der ist ein bisschen kleiner. Der ist etwas kleiner, weil einiges von dem Frischwasser ja auch in der Kassette von der Toilette landet. Ja, dann der Boden ist industriell, das haben wir schon darüber berichtet. Ich habe Zooösen mit drin. Ja, du hast den Preis, hast du berichtet, denn ich sag mal, dass ihr kämpfen müsst um Kunden ist vollkommen klar. Denn es gibt unglaublich viele Kastenangebote. Der Amundsen 600e, er kostet, wie er hier steht, wie wir ihn zeigen, 58.708 Euro. Das ist bei der Länge schon, ich sag mal, für einen Westfalia ein Kampfpreis. Wir werden ja gleich mal sehen, was alles drin ist und wie sich das innen unterscheidet. Das Ding ist made in Germany. Das ist richtig toll. Das ist made in Germany und wie du schon sagtest, bei dem Preis von 58.700 Euro knapp haben wir hier schon Pakete drin, wo der Camper eigentlich nachher nichts mehr missen muss. So, wir haben kein Geld für die Filme bekommen. Es ist auch kein Auftragsfilm. Wir zeigen das einfach mal. Ich bin der Meinung, ich sag mal, wir haben alle eine Meinung, aber dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Was mir nicht gefällt, ist überhaupt nicht repräsentativ. Du merkst ja, wenn die Leute rumgehen, der eine findet was ganz toll, was du überhaupt nicht magst. Ja, das ist nun mal so und auch nicht jeder wird sagen, der Westfalia passt zu mir. Dafür haben wir halt in der Branche ganz viele Anbieter, die... Schade, oder? Ja, schade schon, aber... auch nicht so schlecht. Das Campen ist halt so, jeder ist so ein bisschen Individualist und jeder sollte das finden, was zu ihm passt. So, der Kühlschrank, kleines Detail, der lässt sich super auch von außen öffnen. Es ist ein Kompressorkühlschrank, das, was viele gerne nachrüsten, so eine Kompressorkühlbox. Und ich kann die Getränke wirklich von außen einfach reinnehmen. Vitrifrigo sieht man ganz oft mittlerweile. Lösen die jetzt alles ab oder was? Nein, das nicht. Wir haben uns für diesen Kühlschrank entschieden, weil er von den Maßen optimal für unseren Küchenblock passt. Ist ein Kompressorkühlschrank, ist sehr schmal, hat aber auch ein Eisfach. Die Tür lässt sich sehr weit öffnen, dass ich auch von außen an meine Getränke komme. Das hat sich so ergeben, dass wir uns für diesen Kühlschrank entschieden haben. Ja, es gibt einen Fliegenschutz. Es gibt mittlerweile ganz fiese große und ganz fiese Mikrofliegen, Stechmücken. Die Patricia wird den mal rausziehen, den Mückenschutz, bitte. Der ist festgemacht mit dem Kabelbinder. So, das hat wahrscheinlich einen Grund. Der Messebetrieb, dass die Leute nicht... Der Messebetrieb erlaubt das gar nicht, gell? Doch, er erlaubt das schon, aber hin und wieder kommt auch mal eine Person ins Stolpern. Und wenn sie dann mit der Fliegenschutztür nach außen fällt, dann haben wir ein zerstörtes Messeauto, weil hier können wir nicht mal eben unsere Werkstatt anfahren und nachrüsten oder reparieren. Ja, das stimmt. Der Preis nochmal hier von dem? 57, was war das? Genau hatten wir 58.708 Euro. 58.708 Euro. Ich mache mal auf ein kleines Detail aufmerksam, Karl, denn das Auge isst ja so ein bisschen mit. Ihr habt hier spezielle Sitze drin, das sind aber eigentlich die normalen. Sie sehen aber ganz anders aus. Also das sind unsere Sitze, aber die sind so ein bisschen automotiv gehalten mit Wangen, um auch in Kurvenfahrt so ein bisschen Seitenhalt zu bieten. Also gar nicht so, was ich so kenne aus vielen Fiat Ducato, die drin sind. Das hier ist automotiver Charakter. Hier oben habe ich noch ein großes Staufach. Dann habe ich... Man sieht, wir haben da auch schon ordentlich was verstaut. Ist hier auch die Möglichkeit, dass ich mich so leicht nach vorne begebe mit dem Griff? Nee, bei dem nicht hier. Hier ist das ganz einfach und schlicht gehalten. Sehr schön, ja, ist ja auch eine Preisfrage. Der andere war ja rund 20.000 Euro teurer. Ja, je mehr Sonderausstattung und je mehr Features ich habe, ja, desto schneller steigt auch der Preis. So ist das. Für jeden das seine. Ist ein langes Fahrzeug. Was hat er hier? 6 Meter? Der ist 6 Meter. 6 Meter? Okay. Er kommt einem viel länger vor, wenn man hier so sitzt. Das ist wirklich so, dieses optische Erscheinungsbild, dass das Auto viel größer aussieht. Aber es ist wirklich nur 6 Meter. Ich habe das schön hier oben verkleidet. Da habe ich auch schon mal Blech gesehen bei Kollegen. Und dann habe ich hier oben 2 Leuchten direkt am Eingang, da wo sie auch hingehören. Ich habe einen 2-Flammenkocher, langt auch, weil auf die meisten kriegst du nur 2 Töpfe rauf.
Na, da probiert der Udo. Ja, weil das sind normalerweise unsere neuen Touch-LDs. Der Hauptschalter aus. Gerade der Hauptschalter raus. Warte, ich mach mal an. So, Licht. Ah, jetzt ist Licht. Ausgetatscht. Es hat sich ausgetatscht. Ah, ist nicht so schlimm. Sich nicht. Nee, es kann auch sein, dass ich irgendwas oben angeschaltet habe. Guck mal auf die Uhr, Udo. Wir sind auch schon ein bisschen abgekämpft. Du bist schon wie lange auf der Messe jetzt? Ich bin schon eigentlich seit Mittwoch letzter Woche hier auf der Messe. Wir haben ja schon aufgebaut. Seit letzter Woche, ja, mit Aufbau. Und werde auch noch bis morgen Abend durchhalten. Ja, ist aber schön. Das heißt, eine Messe unter Zeiten von Corona, die ganze Welt guckt irgendwie auf Düsseldorf, oder? Ja, das ist auch so ein kleines Pilotprojekt für weitere Messen, nicht nur Freizeitfahrzeugmessen, ich denke auch für andere Messen. Wenn dieses Konzept funktioniert, kann auch der Messebetrieb wieder aufgenommen werden, glaube ich. Und das hat ja doch für viele, viele andere Branchen, sei es Messebau, sei es Hostessen und so weiter, ja, was Gutes. Ja klar, die waren nämlich quasi alle arbeitslos. Gab nichts mehr zu tun und ich sag mal, das ist ja auch schön, so eine Messe. Du gehst hier hin, du kannst dich draußen mal so einen Schwenkbraten holen, du kannst einfach mal ein bisschen rumflandern. Du musst ja nicht immer was kaufen. Nein, diese Messe ist auch wirklich, sich mal so ein bisschen umzuschauen, ein bisschen zu chillen, draußen lecker was essen. Das Wetter haben wir ja nun wirklich fast die ganze Woche bestellt. Super gehabt, ja. Nein, es ist nicht verkehrt, einfach die Messe zu besuchen, auch wenn man nicht unbedingt jetzt kaufen möchte. Ja, die Tür, die kann man komplett öffnen, das ist schon mal ganz gut, da habt ihr nachgedacht. Und ich zeige mal gerade das Bad, den Nassbereich vollwertig, das heißt, ich kann duschen, was in der heutigen Zeit wichtig ist. Ich kann duschen, ich kann auf Toilette gehen. Ich habe eigentlich wie zu Hause meinen angenehmen Nassbereich, wo ich alles machen kann, was ich möchte. Mit viel Licht. Und ja, so ein kleines Detail bei Westfalia, ihr baut ja schon ein paar Tage jetzt Kastenwagen, 2 Abläufe in der Duschwanne. Ja, die Duschwanne mit 2 Abläufen ist für uns obligatorisch, weil das Auto wird nie ganz ausgerichtet sein und nichts ist schlimmer, immer eine Pfütze in der Dusche zu haben. Oben natürlich den Auslass. Ja, dann machen wir mal zu und hier ist die Patricia. Denn das Bett ist das Allentscheidende. Ich habe einen sehr leichten Einstieg, ich habe eine große Stufe. Die kann man aufklappen? Die kann man auch aufklappen, ja. Also kommt so nicht dran. So, das heißt, ich habe hier noch ein Fach, da kann ich Schuhe reinmachen, egal was. Schuhe, Getränke oder wie auch immer. Da sind den Ideen freien Lauf gelassen. So, und siehe da, wir haben die Türen eben zugemacht. Die Leute wollen überall reinschauen. Ja, die großen beiden Lampen, das ist schon toll. Das heißt, ich habe richtiges Licht. Das ist Messebeleuchtung. Eigentlich ist dort noch ein großes Dachfenster. Ich weiß. Ich wollte nur mal, das ist das Putzlicht quasi. Du wolltest mich testen, ob ich unser Auto kenne. Ich habe nämlich gedacht, dass die Leute gleich kommen und sagen, liebe Leute von Westfalia, wo habt ihr diese Lampen her? Das sind die Messelampen. Oben ist ein Ausstellfenster. Das heißt, ich kann sogar die Sterne sehen, wenn ich schlafe. Genau, wenn ich das möchte. Aber du hast schon recht, wir haben viele, die gesagt haben, wo kann ich diese Lampen im Zubehör kaufen? Die finden wir so toll, wollen wir haben. Wahrscheinlich super teuer, weil wahrscheinlich von dem Messebau, so ist es ja, ich kann auch noch verdunkeln. Ja, Längsbetten in Westfalia, das hat schon was. Das ist richtig. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen schon teilintegriert, oder? Vom Platz her. Naja, es sieht so aus, aber so ein teilintegrierter, ja, der ist teilweise schon größer. Obwohl die teilintegrierten, die kriege ich ja auch schon mit unter 6 Meter. So, dann kommen wir mal raus. Ich habe noch eine Frage jetzt, meinte ich. Gibt's ab und zu mal Leute, also unten drunter ist übrigens die Heizung, wenn du mal kurz aufmachst, da ist, glaube ich, die Trumer Dieselheizung drin, da ist sie, der Boiler und Co. Sag mal, vielen Dank, Patricia. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, ich will den mal so ein klein wenig böse haben, wie geht ihr denn vor? Ein was? Da musst du mich jetzt mal aufklären. Böse heißt, ich hätte den gerne ein bisschen höher gelegt, ich hätte gerne so richtig fette Felgen drauf, ich hätte gerne Applikationen in schwarz, so ein bisschen Offroad-mäßig. Habt ihr da einen Partner, der das kann? Das machen die Händler ganz individuell, wenn man da... die können das? Die können das, die haben auch wirklich Fachwerkstätten. Ich zeige nämlich, warum ich nämlich frage, ist nämlich ganz simpel. Ihr habt da vorne ein Auto fertig gemacht. Das hat tatsächlich
zweiteilige Felgen mit drauf, die habe ich nämlich gesehen. Das ist so ein bisschen für die Messe so als Hingucker gemacht. Und da fragt man sich ja, ob man sowas bei euch auch kaufen kann. Ja? Weil ich glaube, das ist auch so ein Auto, wo viele dann gefragt haben, ich gucke mal gerade, ob ich überhaupt richtig bin. Bin ich richtig von der Nein, du bist nicht andere Richtung? Du meinst bestimmt unseren James Cook Offroad. Den James Cook Offroad, ja. Und da fragt man sich dann, ob man so ein Auto mal ein bisschen spannender machen kann. Also den James Cook Offroad, den kannst du wirklich so bei uns ab Werk kaufen. Böse. Ja, ganz böse. Das Problem ist, dass wir das nicht bei allen Fahrzeugen anbieten, weil du musst alles homologieren lassen. Das heißt was, homologieren? Homologieren heißt, es muss abgenommen sein. Für die Serienfertigung. Für die Serienfertigung. Aufgrund der neuen Verordnung bezüglich Schadstoffausstoß. Der hier, oder? Ja, musst du halt, wir müssen jedes Fahrzeug die CO2-Werte ausweisen. Also es ist schon mittlerweile sehr viel Aufwand für uns als Hersteller, solche Fahrzeuge konform in den Betrieb zu nehmen. Ja, der ist schon ein klein wenig böser. Die All-Terrain-Reifen, die sind drauf. Das kennt man ja schon. Und die guten Delta-Felgen, ja. Das heißt, das ist alles möglich, wenn ich das will. Das ist bei dem James Cook alles möglich, wenn du willst. Sehr schön, dann machen wir den gleich mal im Anschluss. Denn du hast zu mir gesagt, kein Problem, wir drehen noch ein paar Videos. Hier die Fox-Fahrräder hinten drauf, da ist eine Rahmenverlängerung mit drauf. Aber weißt du was, das machen wir gleich mal im Video. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Das letzte Fahrzeug, was wir gefilmt haben, hieß... Das ist hier der James Cook und davor waren wir beim Amundsen 600E. Amundsen 600E mit Patricia. Erstmal vielen Dank für dich. Dankeschön. Ja, und ich danke dir auch, Udo, erstmal für den Amundsen 600E. E wie Echo. Genau, E wie Einzelbetten. E wie Längsbetten. Danke. Oder Längsbetten. Tschüss. Tschüss.